Hallo Freunde der Aquaristik. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das schon viele Aquarianer an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, nämlich das Thema Pinselalgen. Pinselalgen gehören zu den Rotalgen. Das kann man leicht selber herausfinden, indem man sich ein paar von diesen Pinselalgen abzupft und die in Alkohol einlegt. Wenn sich die Pinselalgen oder beziehungsweise die Algen rot verfärben, dann handelt es sich um Pinselalgen. Woher kommen Pinselalgen? Pinselalgen zeigen in der Regel unvollständige biologische Abbauprozesse an. Die Ursache kann dabei unterschiedlich sein. Also sehr häufig tritt die Pinselalge auf, wenn im Aquarium der Bodengrund zum Beispiel verschlammt ist oder wenn ungeeignete Filter oder verschlammte Filter verwendet werden. Wenn man die Filter zum Beispiel lange nicht reinigt und es zu Verschlammungen führt, dann bilden sich im Filtermaterial Kanäle, die dafür sorgen, dass die effektive Filterfläche immer geringer wird, dabei aber die Strömungsgeschwindigkeit durch die Kanäle sich steigert und somit die Einwirkzeit des Wassers auf die Biofilme nicht mehr ausreichend ist. Häufig bilden sich dann zuerst am Filterauslauf und später auf langsam wachsenden Pflanzen, auf Dekorationsmitteln, auf dem Bodengrund kleine pinselartige, dunkle Algen. Diese können von hellgrün, grau bis zu schwarz aussehen. Ebenso bei verschlammtem Bodengrund, wenn man also die Reinigung des Bodengrundes nicht regelmäßig vornimmt, also speziell bei Kies oder anderen groben Bodengrundmaterialien, kann es also zu Pinselalgen kommen. Das sind so die Hauptursachen für Pinselalgen. Wie werde ich Pinselalgen wieder los? Zunächst möchte ich auf mein Video hinweisen über die Überfilterung. Die Überfilterung ist also sehr häufig Ursache für Pinselalgen. Das Video findet ihr hier. Wenn der Bodengrund die Ursache ist, lässt sich das Problem leicht beseitigen, indem man den Bodengrund gründlich absaugt, also den groben Mulm und die Sedimente aus dem Bodengrund entfernt. Dann sollte sich mit der Zeit die Pinselalge entfernen, wobei die Pinselalge wirklich eine der hartnäckigsten Algen überhaupt ist. Also man muss da Geduld haben. Weiterhin, wie schon im Video über die Überfilterung gesagt, ist eine ungeeignete Filterung häufig die Ursache für Pinselalgen. Da hilft eine massive Drosselung der Filterleistung oder eine Änderung des Systems. Zum Beispiel lässt sich aus fast allen Motorfiltern ein sogenannter Diffusionsfilter Light machen. Dazu schneidet man die Schwämmchen, also die Filterschwämme, ein Stückchen ab, sodass das Wasser nicht mehr zwangsweise durch das Filtermaterial hindurch muss, sondern daran vorbeifließen kann. Die Filterschwämme werden zwar immer noch durchströmt, aber nicht annähernd so stark wie zuvor. Verschlammen werden sie trotzdem mit der Zeit, deswegen ist es kein echter Diffusionsfilter, sondern eine abgespeckte Variante, eine Übergangsvariante. Und man muss die Filterschwämme also nicht mehr ganz so häufig reinigen. Trotzdem empfehle ich bei Innenfiltern den Schwamm trotzdem einmal wöchentlich mit Aquariumwasser zu reinigen. Bei Außenfiltern ist es genau das Gleiche. Also auch da kann man die Filterschwämme einkürzen und daraus eine Diffusionsfilter-Light-Variante machen. Aber wie gesagt, wichtig dabei ist, dass kein Material mehr zwangsdurchströmt wird. Wenn das nicht gegeben ist, kommt man nie auf die Diffusionsfilterleistung. Auch hier gilt, die Schwämme müssen trotzdem regelmäßig gereinigt werden. Meine Empfehlung beim Außenfilter einmal im Monat mit Aquariumwasser reinigen. Auch bei dieser Geschichte benötigt man Zeit und Geduld, bis die Pinselalgen merklich weniger werden. Eine andere Möglichkeit ist halt einfach die Drosselung der Filter, soweit dies möglich ist. Dabei ist wichtig, dass man die Ausgangsseite des Filters drosselt und nicht die Ansaugseite, um die Haltbarkeit des Filters bzw. des Antriebs nicht zu verkürzen. Diese Drosselung darf durchaus sehr stark ausfallen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es ausreicht, wenn das Aquariumvolumen, also das Beckenvolumen, einmal pro Stunde
durch den Filter läuft. Theoretisch reicht es sogar deutlich weniger, aber einmal pro Stunde ist schon ein Wert, der in Ordnung ist. Idealerweise ändert man die Durchflussgeschwindigkeit nicht schlagartig, sondern Stück für Stück, wobei man anfängt, eventuell auf den halben Durchsatz zu gehen und das Stück für Stück zu reduzieren, bis man den gewünschten Wert erreicht hat. Und auch hier gilt, wie ich das schon oft gesagt habe, Geduld ist die Tugend des Aquarianers. Man braucht also tatsächlich Geduld, bis die Pinselalgen beseitigt sind. Das kann also durchaus Monate dauern. Es gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, chemisch an die Pinselalgen ranzugehen. Das ist eine Möglichkeit, die ich nicht gerne empfehle, aber der Vollständigkeit hier angeben möchte. Dabei verwenden wir EasyCarbo oder ein Vergleichsprodukt, also diese sogenannten Flüssig-CO2-Produkte, wobei das natürlich Quatsch ist. Flüssig-CO2 gibt es nicht, zumindest nicht unter normalem Druck, und diese Produkte wirken auch nicht wie CO2. Der Wirkstoff dieser Produkte ist Glutardehyd, also ein Desinfektionsmittel. Dieses Mittel ist als fischtoxisch eingestuft, wobei im Aquarium normalerweise keine Tiere geschädigt werden. Man hat erkannt, dass Glutardehyd eine algizide Wirkung hat, deswegen wird das heute sehr häufig gegen Algen empfohlen. Wie wendet man nun diese Produkte an, um die Pinselalgen zu beseitigen? Man benutzt die Einnebelmethode und das bedeutet, dass man das Produkt in bis zu 4-facher Dosierung der empfohlenen Angabe bezogen auf das Volumen des Aquariums, also das Nettovolumen des Aquariums, mittels einer Spritze auf die befallenen Stellen oder auf die am stärksten befallenen Stellen verteilt. Dazu wäre es sinnvoll, die Wasserbewegung vorher abzuschalten, damit man mit einer gewissen Einwirkzeit einen Grundstock für die Algenbeseitigung erreichen kann. Diese Prozedur kann man täglich wiederholen, bis die Algen beseitigt sind. Anzumerken wäre noch, dass es sinnvoll ist, während der Behandlungszeit das Aquarium eventuell zusätzlich zu belüften, weil dieses Glutardehyd biologisch abgebaut wird und eine starke Sauerstoffzehrung damit einhergeht. Natürlich muss hierbei gesagt werden, dass diese Methode eine schnelle Bekämpfung der Pinselalgen zur Folge hat, allerdings dabei lediglich das Symptom beseitigt wird und nicht die Ursache. Also wenn es darum geht, Pinselalgen dauerhaft zu entfernen, dann ist es notwendig, die vorher genannten Methoden zu verwenden. Fassen wir noch einmal zusammen. Ursache für die Pinselalgen sind mangelnde Aquarienhygiene, mangelnde Filterhygiene, zu starke oder ungeeignete Filter. Beseitigung entsprechend mit einer Verbesserung der Bodengrundpflege, also regelmäßiges Absaugen des Bodengrundes, regelmäßige Reinigung der Filter, Verringerung der Durchflussleistung der Filter, möglicherweise Veränderung der Filter Richtung Diffusionsfilter Light, um dauerhaft diese Algen zu beseitigen. Radikale Methode mit Glutardehyd, also Produkten wie EasyCarbo oder ähnlichem. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere bitte meinen Kanal, aktiviere das Glöckchen und schreibe mir in den Kommentar eventuell mal rein, wie bzw. ob du auch schon mal Probleme mit Pinselalgen hattest, wie du sie in den Griff bekommen hast, oder gib mir Tipps für weitere Videos oder was dich allgemein noch interessiert. Vielen Dank für dein Interesse.